Was bisher geschah. Ich übergebe euch jetzt feierlich diese Umschläge. 50 €? Norman. Ist jetzt die Frage, ist das krautig, ne? Also für mich ist holzig alles, was mit Holz zu tun hat. Kann man da draten? Ich hoffe, dass wir nicht am Holzweg sind. Ich will, dass der 48 Stunden durchdraten muss. Ich will das hier. Glaube ich mit dem. Wow, eine Azalee, Junge. Piris Cupido. Leute, das wird richtig spannend. Los geht's mit der Gestaltung. Ja, Leute, jetzt haben wir nächsten Tag. Ne, weil das haben wir gestern nicht mehr geschafft, auch noch die Gestaltung zu machen. Das Gute ist, wir konnten eine Nacht drüber schlafen, uns schon mal ein paar Gedanken dazu machen. Und ja, die Bäume sind beide wirklich nicht einfach. Aber das ist halt die Challenge, ne? So wollten wir das. So haben wir uns das selber eingebrockt. Und wir holen euch jetzt mal näher ran und dann gucken wir mal da drauf, suchen uns eine Ansichtsseite aus und erklären euch ungefähr, was wir uns gedacht haben und was wir vorhaben. Ich würde jetzt erstmal hier den Rand vom Pott mal kurz abnehmen, den oberen, und die Erde entfernen, damit ich mehr vom Wurzelballen sehe. Oder wenigstens das Substrat hier oben wegnehmen, damit wir gucken, wie viel Nebari hier unten ist. Und beim Christian wäre das auch empfehlenswert, weil man da gucken kann, ob da nicht vielleicht sogar noch viel mehr Stamm unten ist, ne? Gehen wir die Sache mal an. So, wir entledigen uns jetzt mal hier der oberen Erdschicht, vorsichtig. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier mal einen kleinen Blick auf die Wurzeln werfen können. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt, wer von uns das günstigere, also bessere Ausgangsmaterial hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde beide Bäume nicht einfach, ne? Beide fangen mit ihrem Grün erst relativ weit oben an. Ja, Christians ist ein bisschen baumartiger, da ist aber auch viel weniger dran, muss man sagen. Bei mir ist zwar mehr dran, aber das fängt auch sehr, sehr weit oben an. Inwiefern hier überhaupt noch Grün dran bleibt, das bleibt abzuwarten, weil ich den möglicherweise auch sehr stark zurückschneide. Aber ich versuche mal noch was dran zu lassen, damit das auch noch was aussieht, ne? Ja, ich habe mir halt, oder mir kam direkt in den Sinn, hier einen Mehrfachstamm draus zu machen. Weil das bietet sich ja an, ne? Ihr wisst das ja von Bonsai, der Baum gibt ja eigentlich die Gestaltungsform vor, ne? Man macht ja jetzt beispielsweise aus einem strengen, aufrechten Rohling macht man ja jetzt auch keine Kaskade oder so. Der Baum, der sagt einem ja grob, in welche Richtung der gestaltet werden möchte. Und der hier, der schreit ja förmlich nach Mehrfachstamm, ne? Aber dafür muss ich mir erstmal hier unten die Ausgangsbasis angucken. Weil wenn jetzt hier noch 5 Meter Stamm in der Erde sind, dann bringt das natürlich auch nichts, ne? Aber das sieht mir nicht danach aus, weil hier oben, hier sind schon jede Menge feine Wurzeln. Ja, der Christian hat einen Baum, den man, oder vielmehr einen Busch, den man jetzt nicht so häufig, glaube ich, bei Bonsai sieht. Also ich habe es zumindest noch nicht häufig gesehen. Ich stand gestern ein bisschen am Schlauch, als wir den ausgepackt haben. Ich wusste nicht mehr direkt, wie es heißt, obwohl ich selber so eine Art zu Hause habe. Aber ich vergesse immer wieder den Namen. Das ist der Piris japonica, die sogenannte Lavendelheide. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich so viel über diese Baumart gar nicht sagen kann. Ich habe gestern Nacht aber noch mal so ein bisschen gegoogelt und ein bisschen geguckt und so. Lavendelheide ist mehr oder weniger auch so wie die Azalee, ja, eine Moorbeetpflanze. Zumindest mag die sauren Boden.
Das heißt, dass man vom Substrat her auch Kanuma mit reinmischen sollte. Die Lavendelheide mag es eher schattig, habe ich gelesen. Also nicht so pralle Sonne und die darf auch nicht austrocknen. Also eigentlich die gleichen Voraussetzungen ungefähr wie die Azalee, ne? Muss man mal sagen. Wobei die Azalee jetzt, glaube ich, nicht unbedingt den Schatten so mag, ne? Das ist der Unterschied. Ja, beide Bäume können jetzt gestaltet werden zu der Jahreszeit. Das ist kein Problem. Also umtopfen würde ich es jetzt, glaube ich, nicht. Ne, es sei denn, man lässt die Wurzeln weitestgehend in der Ruhe. Aber beschneiden ist jetzt auch kein Problem. Wobei man ja eigentlich immer sagt, bei der Azalee, ja, man wartet bis nach der Blüte, bis man die beschneidet. Das ist aber nicht der Grund, weil die das nicht verträgt. Der Grund ist eigentlich, man genießt erstmal die Blüte und wenn die dann verwelkt, dann schneidet man. So, dann hat man aber eine Blüte gehabt. Aber man kann natürlich, wenn man sich noch in der also in der Erstgestaltungsphase befindet, kann man natürlich auch auf die Blüten verzichten und sagen, so, mir ist die Erstgestaltung jetzt wichtiger und deswegen verabschiede ich mich jetzt hier gnadenlos von den Blüten. Und Leute, ich muss euch leider enttäuschend mitteilen, dass das bei diesem Baum wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen wird. Ne? Es ist gut möglich, ich will euch jetzt nicht die Illusion rauben, aber dass hier am Ende gar keine einzige Blüte mehr über ist. Ne? Ja, aber ich kann den ja nicht so lang lassen. Ne? Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ne? So Leute, ihr seht das, die Wurzeln, die fangen alle schon hier oben an. Ja? Hier ist jede Menge Feinwurzelgeflecht. Da geht auch kein Stamm mehr irgendwie großartig noch in die Erde rein oder so. Der Klumpen, der fängt hier an. Ja? Das heißt, ich würde jetzt auch die Erde hier wieder drauflegen, weil die Feinwurzeln sollen ja hier nicht jetzt vertrocknen. Ne? Aber wir mussten uns das ja jetzt einmal angucken, Leute, ne? Weil man weiß ja nicht, was hier unten so lauert. Ne? Guck mal hier, seht ihr das? Hier ist der Anfang quasi vom Baum. Ne? Hier fängt der ganze Klumpatsch an und darunter beginnen die Wurzeln. So, das heißt, ein bisschen Erde wieder drauf, damit das hier nicht dröch wird. Und dann glotzen wir uns mal an, was wir daraus überhaupt gestalten, meine Freunde. So, wie sieht das bei dir aus, Christian? Du hast schon den ersten Schnitt hier gemacht, ne? Habe ich gesehen. Ja, ich habe hier in meiner Vision folgende Vorstellung. Also hier habe ich ja schon den Cut gemacht. Ja, du bist einer wieder von der schnellen Sorte, ne? Ich habe mich ja hiervon schon getrennt. Ja. Ja. Und ist die Trennung dir schwer gefallen? Nee, nicht wirklich. Also, Weil meine Vision ist ja ungefähr, dass der Baum so irgendwann mal in der Schale steht. aha. Ich hier versuche, irgendwie eine Art von Totholz zu gestalten. Natürlich noch so ein bisschen einkürzen. Und der eigentliche Stammverlauf hier oder hier weitergeht. Heißt, den ganzen Bereich, das wäre alles weg. Ja. Es bleibt dann nur noch der hier übrig. Auch hier ist die Überlegung, ein bisschen Totholz einzuarbeiten. Ja. Und dann zu schauen, was ich hier mit Raffia und Draht noch irgendwie eine Verzweigung reinkriege, dass ich irgendwie einen seitlichen, vielleicht auch einen hinteren Ast habe. Ja, das ist eine gute Idee, weil du hast ja, das ist ja hier alles relativ gerade, ne? Also berufst du dich jetzt quasi auf die Bewegung, ne? Eben. Da ist jetzt auch natürlich dann nicht mehr so viel dran, aber das kann man ja jetzt auch sowieso nicht ändern. Ja, ich sag mal, du brauchst ja schon immer eine Art der Bewegung, der Verjüngung und dass da nicht mehr viel dran bleibt, war uns eigentlich im Vorfeld schon bewusst. Ja, hast du recht. Ja. Wie sieht das wurzelmäßig aus? Alles Paletti oder was? Ja, wir haben hier unten schon ein paar Wurzeln. Auch hier, das ist gar nicht mal so schlecht, viele Feinwurzeln. Wobei ich da gar nicht viel machen werde, weil meine Idee ist natürlich,
Deswegen habe ich hier den Teichkorb und ein bisschen Substrat mit. Ach so. Dem halt schon so ein bisschen entsprechend einzupflanzen. Ja, ist eine gute Idee. Hast du recht. Ne, um halt, ja, einfach auch schon meine Idee der letztendlichen Gestaltung damit einfließen zu lassen, wie er dann in der Schale mal steht. Oder halt im Teichkorb. Ja. Ganz schön pfiffig, mein Freund. Ne? Aber ich werde dir keine Tipps geben, weil du bist ja eigentlich mein Gegner, ne? Ja, du hast natürlich den Vorteil, dass du ein bisschen eher mit Bonsai angefangen hast und tatsächlich ja noch deine Ausbildung zum Bonsai-Lehrer gemacht hast, wovon ich ja profitiere. Aber ich denke mal, ich habe mir schon das ein oder andere abgeguckt bei dir und Kreativität hat ja nichts mit Schulbildung zu tun. Ne? Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte ich die Arschkarte gezogen, glaube ich. Von daher schauen wir mal, was wir beide daraus machen. Ne? Ja, dafür habe ich, glaube ich, die größere Herausforderung Auf jeden hier vor Fall. mir stehen. Aber das machen wir schon, Leute. Macht euch keine Sorgen. Mal gucken, wie das hier am Ende ausgeht. Die ganze Misere, ne? Die wir uns selber eingebrockt haben. So, genug gejammert. Jetzt geht es los, ey. So, ich schneide erstmal alles, was nach innen wächst und was tot ist, schneide ich erstmal weg, um hier mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ja, weil ihr wisst das, Leute, alles braucht man natürlich auch nicht. Ne? Stört dann eher nur die Sicht und so weiter. Boah, das ist ja erst ab. Ja, das paar Stecklinge. Ja, direkt mal gucken, wie biegsam der wirklich ist. Aber guck mal, da geht einiges. Leider bei mir nicht. Schade. Ja, der bricht sehr abrupt, so wie der Ahorn, ey. Boah, du musst richtig vorsichtig traten. Also grundsätzlich kannst du den bewegen, aber irgendwann macht es halt... Ja, aber hier bei der Dicke. Ja, da sehe ich schwarz. Guck mal, vor allen Dingen weiß ich gar nicht, wie ich hier weitergehen soll. Ich glaube, den werde ich auch komplett wegnehmen. Ich kann den hier kaum. Guck mal, den kannst du als Seiten Ja, nehmen. habe ich schon vor. Und den kannst du auch als Seiten. Boah, Detlef, ey. Okay, kannst du nicht. Scheiße. Alter, jetzt ist meine Spitze damit hinüber. Oh nein. Ist das Manipulation? Dann war dann wohl mit dem Ast. Ja, oder du klebst den hier nochmal an, ne? Mann, der ist ja nicht ganz ab. Ist das eine Scheiße. Jetzt sag ich mal. Alter, der hängt nicht mehr viel dran, ey. Ja, ein bisschen hängt aber noch. Soll ich dir Tape geben oder nicht? Ja. Boah, aber jetzt kann ich den nicht mehr bewegen, ey. Ja, aber du siehst ja, den hättest du eh nicht bewegen können. Ja, aber das wäre meine neue Spitze wahrscheinlich gewesen, weil ich den hätte abnehmen wollen. Gut, dass du das nicht gemacht hast. Boah. Hoffentlich kannst du heute Nacht schlecht schlafen. Ich schlafe eigentlich immer sehr gut. Ja, heute Nacht nicht. Ich knipse jetzt aus Gründen der Gleichberechtigung bei dir 3 Stimmen ab. Die, mit denen du eigentlich arbeiten wolltest. Weißt du noch, der bricht sehr abrupt. Ja, liebe Freunde, hier seht ihr leider, was passiert, wenn man einen Ast zu sehr bewegt. Ja, der bricht offenbar sehr abrupt. Das haben wir jetzt mal gerade rausgefunden. Natürlich an einem wichtigen Ast. Und ich gehe ja ganz stark davon aus, das war ja eine geplante Manipulation vom Norm. Na, so was möchtest du mir da wohl nicht unterstellen, oder? Ja, doch. Ist doch hier, ist doch entbehrlich, der Ast. Ach, du meinst, der Ast, der die neue Spitze hätte werden sollen, ist entbehrlich? Ah, ich darf dir ja so sonst nicht helfen. Deswegen Ich wollte dir nur einen Wink, da wird einen Zaunfall geben, dass der... Ja, einen Wink mit dem Astbruch geben, genau. Ja, man nennt mich in Fachkreisen ja auch nicht umsonst den Brecher. Ne? Ich meine, du hast mein Weigelien-Video gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei der Azalee auch passiert. Ich bin nicht so für so Bäume, die so schnell brechen, ey. Ich mag auch Ahorner eigentlich nicht. Eigentlich mag ich Bonsai gar nicht. Hier ist vielleicht auch wie so eine Sollbruchstelle, weil er sich hier teilt. Jetzt ist auf jeden Fall eine Sollbruchstelle. Soll ich nochmal? Nein, hau ab. Leute, lasst euch nie in eure Bäume reinreden. Vor allem reinfummeln. Ja, das stimmt. Das ist wie einem Fahrer ins Lenkrad greifen. Ja. Ist auch nicht gut.
Ich hätte Raffia gar nicht gebraucht. Tja, jetzt sind wir dran gemacht. Hat vielleicht nicht passiert. Die Mädels haben echt einen guten Job gemacht gestern. Wir haben das Filmmaterial gestern Abend schon mal gesichtet. Ja, haben sie gut gemacht. Haben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen haben die hier die Bäume ausgesucht. Also für 2 komplette Laien muss ich sagen, großes Lob hier nochmal an die Mädels. Und natürlich muss auch der Kamerajunge von gestern Erwähnung finden. Ja, der wurde noch gar nicht erwähnt, nämlich mein Sohn Juli. Der hat gestern im Pflanzgarten die Kamera bedient und ich finde, der hat auch auf jeden Fall einen übelst guten Job gemacht für so einen 11-Jährigen. Kann man nicht anders sagen, ne? Auf jeden Fall. Heute haben wir leider kein Kamerakind dabei. Das sieht man ja wieder an diesen starren Kameraeinstellungen. Aber dafür haben wir 2 Kameras, Leute. Boah, ich weiß nicht, ey, ob das jemals ein Bonsai wird. Christian, ich weiß es doch nicht. Du bist schon viel weiter als ich. Ja, das ist mal. Ich denke zu viel. Ja, hier oben kann ich jetzt ja leider nichts machen, aufgrund deines Eingriffs. Ah, das wird der Zuschauer aber. Das wird der Zuschauer schon verstehen, ey. Ist ja auch. Da sollst du ja auch noch nichts machen. Das ist ja jetzt die Krone, ne? Die muss sich ja erstmal entwickeln und so weiter. Kümmere dich mal lieber um deinen Gin, ja, den du da machen willst. Weil das wird ja wahrscheinlich auch nicht mal eben gemacht sein, ne? Das ist wahr. Stehen wir eigentlich unter Zeitdruck? Ja, nicht wirklich, weil wir haben uns bei der Challenge ja auch kein Zeitfenster gesetzt. Wobei wir das vielleicht hätten machen sollen, hätte die Sache vielleicht noch ein bisschen spannender gemacht. Aber ist jetzt nicht so. Wir haben im Grunde den ganzen Tag Zeit, aber ja, zu spät soll es natürlich auch nicht werden, ne? Ich hoffe, wir werden heute fertig und müssen das jetzt hier nicht noch auf einen anderen Tag noch erweitern, ne? Das muss ja jetzt auch nicht sein, ne? Freunde, jetzt fängt er dann zu regnen. Aber wir knallharten Typen, wir machen natürlich einfach weiter, ne? Aber ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeinem Video gesagt. Und dann wurde das schlimmer und dann bin ich reingegangen. Also, ich nehme den Mund mal lieber nicht wieder zu voll, ne? So wie immer. Ich halte mich mal lieber bedeckt, ne? Ja, vielleicht sorgt der Regen ja dafür, Christian, dass deine Wurzel nicht austrocknet, weil das kümmert dich ja scheinbar nicht so viel. Was erzählst du denn hier für einen Quatsch? Junge, hier. Ja, benutzt das doch auch mal, ey. Ja, hier, von oben. Ja, jetzt Der himmlische Sprenkler. sag ich ja, Gott hat das gesehen und hat beschlossen, komm, ich greife dir mal ein bisschen unter die Arme, bevor der Baum mir austrocknet oder was. Der liebe Gott, der fängt an zu weinen, weil er gesehen hat, wie du hier in meinen Baum eingegriffen hast und den Ast beschädigt hast. Das war auch wieder eine göttliche Fügung. Versteht das doch einfach mal. Alter, geh mal rüber auf deine Seite. Was soll denn das? Oh ja, Entschuldigung. Ich neige immer dazu, mich breit zu machen. Was aber auch natürlich mit meinem breiten Kreuz zusammenhängt. Ne? Oh, ich verfluche meine Schwester dafür, ey, dass die mir diesen Baum hier gebracht hat. Das ist unangenehm. Alter, du rappelst mir jetzt zu viel rum. Entschuldige bitte, ey, dass wir uns hier einen Tisch teilen müssen, ja? Ja, das Budget von Bonsai Leben ist noch nicht so pralle, dass man sich einen zweiten Tisch leisten kann. Azalee ist ja eigentlich eine der schönsten Bonsai überhaupt. Aber auch nicht gerade einfach. Also an alle Anfänger da draußen, wenn ihr mit Bonsai starten wollt, ich würde mir nicht unbedingt direkt eine Azalee zulegen. So Leute, jetzt wird's ernst. Ich werde jetzt versuchen, mit meinen unnatürlichen Kräften, die sich in meinem Bizeps befinden, die ich manchmal nicht so ganz unter Kontrolle habe, diese Stämme in Position zu bringen. Ich hoffe, es reißt nichts ab hier, ne? Christian, drück mir die Daumen. Obwohl, ne, du bist ja mein Gegner, ne? Irgendwie habe ich Probleme, damit den Daumen zu drücken, nachdem du einen Ast bei mir abgeknickt hast. Nein. Ich habe schon knacken hören, Leute. Und das war nicht nur ums Rheuma. Okay, der ist schon angeknackst. Da wird ein schwieriges Unterfangen. Oh, Jesus Christus.
Schluss, ey, habe ich gar keinen Bock auf diesen scheiß Baum, ne? Leck mich doch am Arsch, ey. Tückali. Warum bringt die mir auch hier so eine scheiß Azalee, ey? Hätte das nicht einfach ein Nadelbaum sein können, easy going. Aber nein, die wollte mir das ja auch schwer machen, hat die ja auch im Nachhinein noch selber noch zugegeben, ne? Ich habe euch mal ein bisschen rangeholt, damit ihr ungefähr seht, was ich sehe. Ich habe da jetzt schon so ein kleines bisschen Bewegung reingebracht. Den hier würde ich gerne noch biegen, aber ich traue mich das nicht, weil der hat jetzt hier auch schon wieder eine Verletzung. Der ist eigentlich schon zu alt zum Biegen. Das wird nicht klappen, deswegen lasse ich den jetzt einfach erstmal so stehen und hoffe, dass der sich irgendwie in die Gestaltung einbringt. So, jetzt bin ich hier auf der Seite. Hier bin ich jetzt gerade am Biegen. Aber dafür muss ich euch wieder zur Seite stellen, weil sonst komme ich hier mit meinen Händen nicht dran. So Leute, die fetten Äste habe ich jetzt erstmal gedrahtet und schon mal so weit gebogen, wie ich meine, das könnte in Ordnung sein. Das ist ungefähr die Ansichtsseite. Jetzt ist nur die Frage, was mache ich hier oben mit dem langen Gezuppel? Weil der ist ja viel zu lang. Normalerweise, wenn das jetzt keine Challenge wäre, würde ich den, glaube ich, hier radikal komplett abkürzen. Weil die Azalee treibt ja aus altem Holz locker wieder aus. Aber dann ist ja hier nichts mehr. Da ist ja kein Grün mehr und keine einzige Blüte mehr über und so. Und weil das ja jetzt hier keine normale Gestaltungssituation ist, sondern eine Challenge, versuche ich noch so ein paar Blüten mit in die Gestaltung zu integrieren, damit das nicht so jämmerlich am Ende aussieht. Weil ja, das soll ja auch ein bisschen was hermachen für die Jury, ne? Sonst kriege ich dann dafür nachher Punkteabzug. Außerdem ist das ja auch alles, das sind ja wunderschöne Blüten, ne? Ich versuche, die ein bisschen in die Gestaltung zu integrieren. Ob mir das gelingt, kann ich nicht versprechen. Ich kann nur sagen, der Christian, der macht das hier richtig gut. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass der das hier rocken könnte, ne? Weil er arbeitet hier mit Totholz und hat auch schon eine ganz schöne interessante Gestaltung hier gezaubert innerhalb kürzester Zeit. Der braucht sich nicht zu verstecken mit seinem Bäumchen hier. Das sieht schon geil aus. Ja, guck mal. Noch nicht ganz fertig. Ist schon ist nicht schlecht, ey. Ja. Es bleibt spannend, Freunde. Ich guck mal, was ich jetzt hier abschneiden kann. Ja, Leute, ich bin hier immer noch am Drahten. Das nimmt einfach kein Ende. Und der Christian, der ist hier schon am Gießen. Ja, das ist natürlich schade, ne? Schade für wen? Ja, das ist schade für mich. Was mach ich jetzt mit dem scheiß Raffia? Das kannst du wieder abtrocknen lassen. So wie ihr das mit deinen Teebeuteln auch machst. Ja, geht dir langsam die Düse, ja? Jetzt, wo du meinen halbfertigen Baum siehst, was der langsam für eine Gestalt annimmt. Hast du wohl langsam Schiss in den Backen, Ja, ne? schon das Beste rausgemacht, aber also ich finde meinen Baum tatsächlich näher an einem Bonsai, aber Ja, das liegt halt auch daran, weil meiner mehr Baum ist, ne? Warte mal ab. Ich habe die Äste ja noch nicht richtig gestellt, ne? Mein Freund. Ja, ja. Mein großschnauziger Freund. Aber gut, dass wir das ja nicht entscheiden, sondern 4 Männer aus der Bonsai-Szene, deren Namen jetzt im Nicht Moment genannt werden darf. Genau, die Namen, die nicht ausgesprochen werden dürfen. Ja, liebe Freunde, ich bin soweit fertig. Das hier ist meine Vorderansicht. Ich habe halt das erste Mal tatsächlich ein bisschen Totholz eingearbeitet. Das war so für mich die erste Option, weil ich gerne die beiden Äste hab stehen lassen. Die ganz zu entfernen schien mir jetzt nicht so als optimale Lösung. Von daher habe ich überlegt, was kann ich machen.
Und habe dann gedacht, probier's mal mit Totholz. Entfernen kann ich die immer noch. Ne? Ist jetzt gerade erst eingeschmiert. Dauert noch ein kleines bisschen, bis die Stämme oder die Äste sich ein bisschen weiß färben. Ja, dann habe ich mich ja hier und auch hier von einigen Ästen getrennt. Hier sollte ja eigentlich die neue Spitze entstehen. Dadurch, dass der Ast aber hier angeknackst ist, habe ich den jetzt gar nicht bewegt, um nicht zu gefährden, dass er komplett abstirbt. Von daher bin ich jetzt erstmal hier den Weg gegangen und die Option gewählt. Was die endgültige Spitze ist, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ja, aber ich denke mal, für die Erstgestaltung ist das schon gar nicht mehr verkehrt. Ich bin auf eure und auch auf die Meinung der Jury gespannt. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Foto oder ein Video machen, wenn das Gin-Mittel ausgetrocknet ist, wie es dann aussieht. Aber im Groben und Ganzen bin ich mit der Erstgestaltung eigentlich recht zufrieden. Ja, Luis, super ausgewählt und ich hoffe, dir gefällt, was ich daraus gemacht habe. Ja, meine lieben Bonsai-Freunde, jetzt bin ich auch endlich durch mit der Gestaltung. Ich muss schon sagen, war anstrengend, weil viel Drahtarbeit, ne? Das ist jetzt erstmal mein vorläufiges Ergebnis. Ich finde, ist ganz gut gelaufen. Ich hoffe natürlich, die Jury sieht das genauso. Ne? Ja, wie immer, ne? Hat hier und da mal auch so ein bisschen geknackt, ne? Aber das soll die Azalee, glaube ich, nicht jucken. Ich drehe den einmal für euch. Ja. So sieht das Ding aus. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Jurybewertung. Ich bin richtig gespannt, wie das hier ausgeht. Bis bald, Leute. Wir sehen uns. Demnächst bei Bonsai Leben Spezial. Nicht einfach zu bewerten. Und Baum B hätte einiges anders gemacht werden können. Die Lavendelheide kriegt bei mir nur 3 von 5 Punkten. And 4 points for the Azalea.